Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute ist es mal wieder soweit. Wir erreichen mal wieder ein rundes Level. Und zwar natürlich, wodurch sonst? Durch den Daily Login-Bonus, durch den Kalender. Es ist mal wieder soweit. Und wir werden uns das Level gönnen und erreichen damit Stufe 540. Ja, das ist schon was, worauf man schon ein bisschen stolz sein darf. Und da haben wir es erreicht, die 540, da ist sie. Sehr nice. 10 Level noch, dann haben wir die Hälfte zur 600. Das ist auf jeden Fall schon, ja, das zu sagen ist schon irgendwie ganz cool, auf jeden Fall. Ne? Und wir machen natürlich weiter und ja, gönnen uns hier jeden Tag unsere Erfahrung, unser Daily Login-Bonus, weil das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das aufrechterhalten, die Streak. Weil wenn man das nämlich nicht macht, dann fängt der ganze Kalender nämlich wieder von vorne an und deswegen will man da immer am besten dann gleich am Ball bleiben. So, wir ziehen unser Quest-Equipment an, denn ich kann jetzt zum letzten Mal einen Run machen. Ja, einen Dungeon Run hier, ein Leggy Run, das ist jetzt der letzte, bevor es dann, bevor der Dungeon wieder quasi weg ist, ne? Und ja, deswegen werden wir nochmal versuchen, hier das Maximum nochmal rauszuholen. Ja, vielleicht werden wir hier nochmal uns nochmal einmal reinkaufen, damit wir eventuell nochmal die Chance haben auf einen Leggy-Gegenstand. Das wäre vielleicht nochmal ganz nice, weil wir haben ja jetzt schon ein paar Schlüssel gefarmt. Ne? Und ja, wäre ja schade, die dann irgendwie wegzuschmeißen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier komplett bis Etage 200 durchgrinde oder jetzt nicht. Da müssen wir mal schauen, wie gut das jetzt hier noch läuft. Ne? Wäre natürlich schade, den Fortschritt ja, einfach über den Haufen zu schmeißen. Aber ja, ich meine, wir haben ja nochmal die Chance irgendwann ja, nochmal diesen Dungeon hier zu betreten. Wann? Keine Ahnung, werden wir sehen. Ja, also ich hab da jetzt keine Antwort drauf. Ich gehe mal von aus, könnte gut sein, dass es, ja, weiß ich nicht, dass es jetzt vielleicht so 4-mal im Jahr kommt oder so. Höchstens. Ja, vielleicht auch weniger. Ich weiß nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie zu größeren Events auf jeden Fall den Dungeon hier hin und wieder mal ins Spiel bringen werden. Vielleicht in ein bisschen abgewandelter Form, so, ne? Aber vielleicht behalten sie ihn auch so in dieser. Also zu Halloween hat ja dieser Dungeon hier ganz gut gepasst. So, ne? Süßes, sonst gibt es Saures so, ne? Oder Süßes oder Saures. Und ja, deswegen ist das ziemlich Halloween-lastig so, ne? Und für andere Sachen, ja, oder andere Anlässe müsste man dann tatsächlich ein anderes Design wählen, weil da würde natürlich dieses Süßes oder Saures dann natürlich dementsprechend nicht passen, falls der jetzt irgendwie zu Weihnachten oder so kommen sollte, ne? Ja, deswegen bin ich mal auf jeden Fall gespannt, wie sie das anstellen werden, ob der sich designtechnisch nochmal verändert oder so. Bin ich auf jeden Fall wirklich sehr gespannt drauf, was uns da noch die nächste Zeit so erwarten wird. So, wir haben jetzt 25 Schlüssel jetzt hier am Start. Ja, das ist eigentlich ganz nice. Auf Etage 50. Ja, jetzt haben wir hier den kleinen Zwischenboss hier. Den Metzelmetzger. Und den kriegen wir natürlich noch besiegt. Der ist ja noch relativ easy. Snacken uns dadurch nochmal einen epischen Gegenstand. Auch ganz nice. Und ja, hier werden wir die Gegner auch noch mitnehmen. Ja, und mal schauen. Vielleicht kommen wir noch einigermaßen voran. So, ne? Also, wenn ich jetzt nochmal ein paar Mal aufladen würde, ja, dann dürfte ich jetzt eigentlich nicht mehr kämpfen. Ich weiß nicht. Das wäre eigentlich schade, wenn ich den Run jetzt hier wegschmeißen würde. Wir versuchen mal hier zu fliehen, mal schauen, was passiert. Okay. Komm, wir machen den letzten Run hier nochmal komplett. Ja. Lassen wir es nochmal über uns ergehen hier. Wir machen nochmal einen fast kompletten Run hier einfach durch den Dungeon durch. Ja, wir haben ja jetzt schon relativ viele Schlüssel so, ne? Das ist jetzt das letzte Mal. Ansonsten. Nee, komm, jetzt machen wir es richtig. Jetzt versuchen wir halt die Gegner abzufarmen. Damit wir noch ein paar Schlüssel bekommen, weil jetzt möchte ich dann auch möglichst kostengünstig hier durch den Dungeon kommen. Das Portal hätte mich zwar weitergebracht, wenn wir das Loch bekommen hätten,
Ne? Aber natürlich gehen mir da dann einiges an Schlüsselflöten, die ich natürlich im späteren Dungeon-Verlauf noch bräuchte. Deswegen farmen wir erstmal nochmal ein paar Monster hier. So, ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall noch auf meinen Free-to-Play-Accounts noch den Dungeon durchspielen. Das wird dann wahrscheinlich ja, die nächsten Tage dann auch noch kommen. So, also wundert euch nicht, wenn die nächsten Tage noch Videos kommen, wo ich noch den Legendary Dungeon spiele, obwohl der schon längst geschlossen hat. Das liegt einfach daran, dass ich den, ja, dass ich das noch am Samstag oder Sonntag dann aufgenommen habe auf den Accounts, aber ja, dann erst halt, keine Ahnung, vielleicht Montag, Dienstag oder Mittwoch oder so, keine Ahnung, das dann euch erst zeige, ne, weil ich ja jeden Tag nur ein Video hochlade, deswegen, ne, wundert euch da dementsprechend nicht. Könnte noch ein bisschen was kommen in Richtung Legendary Dungeon. Wir wollen ja auf dem Free-to-Play-Account natürlich auch nochmal das Legi-Item grabben, je nach Möglichkeit, wenn es geht. Und auf den anderen Accounts habe ich ja es auch geschafft, mindestens ein legendäres Item ja, mir unter den Nagel zu reißen. Ne? Und ich denke mal, das sollte auch jeder von euch geschafft haben, der jetzt ja regelmäßig zumindest hier dran war oder dran geblieben ist. Mal gucken, kriegen wir... okay, wir kommen hier sogar durch. Ja. Aber eigentlich bräuchte ich die Schlüssel noch, deswegen sterben wir jetzt mal. So, und wir hoffen, ja, kriegen noch einen Gegner. Deswegen, ja, wir müssen noch ein bisschen Schlüssel farmen, müssen wir noch hier. Und vielleicht haben wir Glück, ja. Ist jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, mein komplett letzter Legi-Run hier, den ich machen werde. Und ja, da hoffen wir mal, wir haben ja noch ein paar Items, die wir nicht doppelt haben, aber ich muss sagen, ich habe halt sehr viel Glück gehabt mit den Items. Ich habe 6 verschiedene Legendaries bei 6 verschiedenen Runs bekommen. Das ist eine sehr gute Quote, ja, besser geht's nicht. Und ja, deswegen haben wir immer noch ein paar Items offen, na klar. Aber die Chance ist natürlich jetzt höher, 1 doppelt zu bekommen, weil wir ja schon 6 Stück schon gesammelt haben, ne? Deswegen ist ja ganz logisch, ne? Die Waffe wäre auf jeden Fall noch cool, wenn wir die noch irgendwie bekommen könnten. Das würde ich noch extrem cool finden, ja. Aber falls es jetzt halt nicht der Fall ist, ist es halt auch nicht wild. So, dann ja, kriegt irgendjemand anders denn das Item oder so, was weiß ich, ne? Wenn ich das Item jetzt doppelt habe, dann kriegt das ein Begleiter oder so, ja. Die freuen sich auch. Aber ich hoffe insgeheim natürlich auf eine legendäre Waffe mit einer legendären Spanne. Das wäre auf jeden Fall noch sehr wünschenswert, wenn wir das bekommen. Wenn nicht, dann ist es halt so, ne? Dann, jo, können wir nichts machen. Aber der Versuch ist auf jeden Fall da. Und ja, dadurch, dass es jetzt halt, wie gesagt, der letzte Try ist, Alter, wie knapp, versuche ich das nochmal. So, wir gehen mal hier vorbei. Klappt das? Nö. Okay, muss man nochmal aufladen. Ist natürlich auch, ja, es ist schon sehr pilzintensiv so, ne? Danach werde ich natürlich auch wieder ein bisschen runterfahren, was hier die Pilzausgabe angeht. Gut, viel kann ich eh nicht mehr machen hier auf meinem Main-Account. Von daher nicht ganz so wild. So, hier gehen wir mal durch die Tür. Ja, den heben wir mal auf. Okay, gut, alles klar. Das ist zumindest ein normaler Gegner. Vielleicht gibt er uns einen Schlüssel. Ne, Gold. Alles klar. Ja, und deswegen genießen wir auf jeden Fall den letzten Run hier durch den Dungeon. Die letzten Etagen werden ja dann nochmal ein bisschen einfacher. Oh, jetzt kriegen wir aber viel Gold, was nicht unbedingt gut ist. Ich möchte lieber Schlüssel haben, weil 41 Schlüssel ist noch ziemlich wenig. Ja, das ist mir noch ein bisschen viel zu wenig, muss ich sagen. Ein paar Etagen haben wir noch bis zur 100. Aber ja, jetzt muss ich noch einen Schlüssel verbrauchen hier, das ist auch nicht gut. Ja, das sind mir ein bisschen zu wenig Schlüssel hier, das ist noch viel zu wenig. Müssen wir hoffen, dass wir ein paar Fragezeichen bekommen, wo nicht unbedingt irgendwelche Gegner hinter sind, aber meistens ist es ja so in den späteren Etagen, dass da meistens irgendwelche Gegner ja, auf einen lauern. Oh, ein Epic nehmen wir nochmal mit hier. Nice. So, hier nochmal ein Gegner, ist auch nochmal gut. Beim Boss müssen wir nochmal aufladen. Ja, den schaffen wir jetzt so nicht mehr. So. Zack. So, jetzt haben wir 46 Schlüssel für 100 Etagen.
Das ist natürlich, können wir das hier skippen irgendwie, die Animation. Oh, jetzt komme ich nicht mehr zum Dungeon hier zurück. Habe ich das jetzt wenigstens geskippt hier? Ja, habe ich geskippt. Nee, habe ich nicht. Gut, alles klar. Also habe ich mit dem Skippen noch nicht so ganz raus hier, wie das funktioniert. Oder doch, habe ich das geskippt? Ja, dann habe ich glaube ich geskippt, aber wurde nicht so richtig angezeigt. Alles klar. Ja gut. So, wir versuchen zu fliehen. Jetzt versuchen wir möglichst wenig hier auf den Sack zu bekommen. Das wäre ganz nice. Ja, am besten knapp 50 Mal und den Rest dann fast 50 Türen. Das wäre Traum. Ja, dass wir hier möglichst wenig nochmal aufladen müssen. Aber ihr seht, sehr viele Gegner hinter den Fragezeichen. Eigentlich nur fast, ja eigentlich ausschließlich Gegner. Bei den letzten 100 Etagen ist es echt ein bisschen scuffed. Ja, da hätte man ruhig mal 1, 2 mehr solche Gänge einbauen können. Oder wir nehmen noch das Fragezeichen mit hier. Gegner, Fragezeichen über Tür. Ja, weil das sind hier noch die Lone-Etagen. Bis 120 gehen wir mal noch. Ne, den nehmen wir nicht mit. Dann nehmen wir die Tür. Ich möchte auf jeden Fall meinen gerechten Loot hier haben. Monster will ich auch nicht. Fragezeichen nehmen wir nochmal mit. Aber ja, ansonsten die Türen hier. Weil, ja, so kriegen wir nochmal ein paar Etagen rum, bevor wir auf die letzten 50 Etagen übergehen. Und dann ja, wird es ja richtig schmerzhaft. Fragezeichen vielleicht nochmal. Sehr gut, Glück gehabt. Fragezeichen ist klar. Eine Truhe, nice. So, hier nochmal das Fragezeichen. Sehr gut, sind wir nochmal ein bisschen weiter. Ja, das ist ganz okay. Das sieht ganz gut aus bisher. Ja, hier nehmen wir natürlich die Tür, ist klar. So, 120 sind wir jetzt. Hier nehmen wir auch die Tür über dem Monster. Sehr gut, das ist nice. Hier nehmen wir noch das Fragezeichen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Fragezeichen natürlich. Ja, okay, jetzt haben wir ein bisschen Glück tatsächlich. Ja, auf Fragezeichen Monster, ne? Ja, das war klar. Und wir kriegen nochmal auf den Sack. Tür. Also und bei den letzten 50 Etagen, da nehme ich dann auch Tür über Fragezeichen. Ja, weil da ist dann halt, wie gesagt, das ist dann zu risky einfach. Oh, nice. Nochmal eine Epic-Truhe. Sehr gut. Ja, ein paar epische Gegenstände bin ich schon wieder losgeworden. Ich habe ja auch jeden Tag dann ja, meine 5 Gegenstände zerlegt und ich hatte ja, wie gesagt, ein ganzes Inventar voll. Ich habe immer noch sehr viel voll. Ne? Aber ja, ein bisschen Platz habe ich schon wieder geschafft, auf jeden Fall, im Inventory. So, Fragezeichen. Rucksack voll, da haben wir es nämlich schon wieder hier. So, das kann weg. Und dann haben wir das Inventar schon wieder voll hier. Jo, eigentlich konnte es hier auch alles, ja, das wäre mal eine Toilette. Gegenstand zerlegen. So. Zerlegen wir alles hier. Brauche ich alles nicht. Wäre zwar vielleicht das ein oder andere Item ganz gut, wenn man das durch die Toilette spielt und für die Begleiter, aber das ist mir dann auch wieder zu viel Einsatz, Pilzeinsatz und Ressourceneinsatz und ja. So, Fragezeichen mitnehmen, Kiste, nice, nochmal ein Item, bisschen Gold, ja moin. Der Selbstmord, die Selbstmordtür ist da am Start. Gut, Türchen mit. So. Und jetzt sind wir gleich bei den letzten Etagen angekommen und haben noch eigentlich relativ gut Schlüssel. Also haben wir bisher jetzt ganz gut angestellt, würde ich sagen. Die Gegner lasse ich einfach liegen. Ich will jetzt einfach nur noch kostengünstig hier durchkommen. Ja, ohne viel Damage zu kassieren. Und ja. Nochmal mit das Fragezeichen. Schade. Hätte ja sein können, dass das klappt. Ja, moin. Dann hat man ja auch noch immer die Chance auszuweichen, ne? Wenn sich schon ein Monster hinter dem Fragezeichen verbirgt. Ach komm. Und ja, selbst da hat man dann häufig eben nicht Glück. Jetzt hoffen wir auf die letzten 50 Etagen, dass da viele Türen am Start sind. Ne? Und dann können wir da nochmal gut reinhauen. So. Ein paar Fragezeichen würde ich jetzt auch noch ganz gerne mitnehmen wollen. Weil wir haben ja immer noch 30 Schlüssel für 50 Etagen. Okay, nochmal ein Epic, nice. So. Auf jeden Fall müssen wir noch wieder aufladen hier, das ist klar, so viel steht fest.
Fragezeichen. Wir gehen weiter. Ja, ist jetzt ziemlich kostengünstig jetzt, was Pilze angeht, ne? Aber natürlich bekommen wir auch nicht so viel Loot, weil wir natürlich die ganzen Gegner auch liegen lassen, ne? Ach komm, wir müssen aber auch immer hier nochmal Damage raushauen hier. Zack. So, Fragezeichen. Lassen wir liegen. Lassen wir ganz einfach liegen. So. Ach komm. Ich wollte schon sagen, mit ganz viel Glück. Nee, aber der macht ja auch zu viel Schaden dafür. Mit ganz viel Glück hätten wir nochmal, wären wir so durchgekommen, aber der macht halt zu viel Schaden dafür. Ja, aber nochmal ein Epic. So, mal ein bisschen Platz schaffen hier. Jo, dann haben wir wieder ein paar Gegenstände auf jeden Fall zum Zerlegen. Gut, dann fangen wir mal an, ein bisschen durch Türen zu gehen hier. Ja, moin, das geht ja gut los hier. So, das... Ey, weiter. So was lassen wir natürlich auch liegen. Hier, Fragezeichen, ist klar. Oh, nice, Glück gehabt. Dass man hinter den Fragezeichen mal eine Epic-Truhe ist auch relativ selten, weil sonst kommt hier nur so was hier vor. So, hoffen wir bloß, dass die uns nicht zu sehr auf den Sack gehen hier jetzt, wenn wir hier die ganzen Fragezeichen begegnen hier. Ich möchte jetzt ein paar Türen haben, das wäre ganz nice. Ein paar Türen wären cool. Ja, wieder sehr viel Pech hier. Oh, nee. Nicht, dass wir noch zweimal aufladen müssen hier, weil wir so sehr auf den Sack bekommen durch die Gegner jetzt wieder. Das wäre bitter. Ja, das wäre ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ich möchte jetzt ein paar Türen haben. Zu viele Fragezeichen. Zu viele Fragezeichen. Endlich mal ein normaler Raum. Okay, jetzt aber. Jetzt aber mal langsam der Loot, den ich mir hier verdient habe. Ja. Nee, dafür haben wir zu viele Schlüssel. Das möchte ich hier nicht riskieren, ins Loch zu fallen. Und dann beenden wir hier mit so vielen Schlüsseln. Das ist natürlich, das wäre natürlich Waste. Gut, das möchte ich auch ungern haben hier. Das ist mir auch zu risky. Am besten einfach nur irgendwelche Truhen oder Kisten. Weißt du, da spart man sich die ganzen Schlüssel auf. Und dann kommen nur so eine Leichen hier, die du looten kannst. Das ist natürlich, ja, nicht sehr cool. Ja, so ist nice. So ist nice. Jetzt schön das Gold mitnehmen aus den Kisten. Ja. Dann würden wir nochmal gut Profit machen hier. Das ist mir einfach zu riskant jetzt, muss ich sagen, die nochmal aufzuheben. Ja, eine Truhe. Nice, Truhe nehmen wir mit. Ein Löffelchen, hier nochmal. Nochmal eine Truhe, sehr nice. Fragezeichen. Okay, gut. Glück gehabt tatsächlich mal beim Fragezeichen. Das ist nice. So. Sehr gut. Da freue ich mich immer am meisten drüber. Aber 10 Millionen Gold, das sind 4 Items so, ne? Also 4 Items, die halt 2,5 Millionen geben. So, das ist ja so der Durchschnitt meistens, ne? Ja. So. Das geht sich aber noch nicht ganz aus. Wir haben nur noch 10 Schlüssel gleich. Ja. Aber gut. Gut, wenn so eine Etagen kommt, ist natürlich auch nice. Zwischendurch mal, dann könnte es klappen. Aber da müssen noch 1, 2 mehr kommen, sonst wird es knapp. Und dann, ja, müssen wir sonst hoffen, dass wir kein Damage kassieren von den Monstern, wenn wir mal ausweichen sollten. Rucksack voll. Ja, damit wir den Run auch schaffen, ohne nochmal aufzuladen. Das wäre bitter, auf jeden Fall. Bitter wie Herrenschokolade. So, wir gehen weiter. Ein paar Fragezeichen wären tatsächlich cool. Ach komm, Alter. Wo man nochmal, ja, sowas hier. Ja, sowas ist nett. Das ist nett, so, ne? Also, davon können noch ein paar mehr kommen. Fass bitte keinen Schaden. Ach, Bro. Ja, das ist halt jetzt alles wichtig, ne? Das ist jeder Schaden. Also ich darf nicht unter die Hälfte fallen jetzt hier. Sonst, ach nein, das tut halt wirklich jetzt echt weh. Sonst muss ich nochmal aufladen, das wäre wirklich sehr bitter. Das wäre wirklich bitter, wenn ich jetzt nochmal aufladen müsste. Oh, Alter. So, und ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird der Fall sein, weil die Monster mir dann alle auf den Sack gehen werden. Heißt, die werden mich bestimmt alle angreifen. Also ich will halt keine Fallentür mit Monster haben, deswegen gehe ich jetzt schon hier lang. Und,
Oh nein. Hier, sowas. Für sowas hebe ich mir nochmal einen Schlüssel auf. Ich gehe am Fass vorbei. Ich hoffe... Jetzt kommt bitte. Ja. Oh, Alter. Junge. Das könnte nochmal knapp werden. Das könnte nochmal richtig knapp werden. Das ist jetzt schon verdammt knapp. Wir gehen hier rein, weil wir eine Fallentür mit Monster vermeiden wollen. Bitte gib mir nicht... Och nein! Ey, das kann doch nicht sein, dass jedes Monster mich angreift. Du wahrscheinlich jetzt auch noch, oder was? Ja, komm, ich muss nochmal aufladen, Alter. Oh. Ich kotze ja ab, Alter. Ich kotze ab. Gut, dann können wir jetzt auch nochmal angreifen. Das ist jetzt auch egal. Ja, nochmal einen Schlüssel bekommen hier. Das ist ätzend, Alter. Also... Diese 50% Chance, die man hat, davon merke ich wirklich nichts. Davon merke ich mal so gar nichts, ey. Ah, ist das ärgerlich, ey. Komm, gib mir jetzt Gold. Den Schlüssel brauche ich jetzt auch nicht. Na gut, komm. Dann können wir hier nochmal... Na, wenigstens nochmal ein Epic bekommen. Ach, das kotzt mich schon wieder an hier, ne? Jetzt müssen wir nochmal aufladen, damit wir hier damit wir den letzten Gegner hier nochmal besiegt bekommen, ey. Ist das bitter. Ja. Der letzte Versuch. Ach, ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ich will natürlich das Leggy-Item haben, so, ne? Das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. So. Und deswegen gucken wir nochmal. Wir bekommen die Büchse der Pandora. Ja, die haben wir leider schon gehabt. Deswegen, ja, bringt mir das in dem Falle eher weniger was. Und ja, damit war der Run mehr oder weniger auch, ja, ich will nicht sagen umsonst. Gab schon wieder gute Items so, ne? Aber war nicht worth. War auf jeden Fall nicht worth für das, was wir jetzt hier ausgegeben haben. Und ja, dann soll es das soweit gewesen sein. Das war der letzte Leggy-Run auf meinem Main-Account. Auf den anderen Accounts werdet ihr vielleicht noch mal einen letzten Versuch sehen oder so. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.